Mindset-Arbeit beziehungsweise Geld-Mindset-Arbeit, ja, für mich auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, aber bitte nicht bei jedem. Da kann ja, jeder alles erzählen. Ich habe mich nach langer Recherche für jemanden entschieden, der alles wissenschaftlich belegen kann, und das ist Dr. Joe Dispenza. Ich freue mich riesig, dass nun endlich, wie schon vor ein paar Wochen angekündigt, Marina am Freitag, jetzt übermorgen, 10.10. bei mir zu Gast ist. Sie ist direkt von Dr. Joe Dispenza ausgebildet worden und darf unterrichten. Es wird ein spannendes Interview. Ich selbst bin bei ihr seit Anfang des Jahres und ich muss sagen, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, ich weiß, aber wenn ihr das annehmt und ausprobiert, es ist so ein bisschen wie mit dem Film Matrix. Danach fühlt man sich einfach aufgewacht und kann nicht mehr zurück. Und es ist ein wunderbares Gefühl und es ist unglaublich viel passiert, seit ich immer tiefer in dieses Thema Quantenphysik, Neurowissenschaften eintauche. Und Marina ist jemand, die erzählt und erklärt es so gut, dass jeder es versteht, ohne dass man Vorkenntnisse haben muss. Wir haben zwei ganz, ganz tolle Pakete für euch geschnürt. Ein Schnupperkurs, wenn ihr erstmal ja, schauen wollt, wie ist die ganze Geschichte. Und für jemanden, der schon weiß, wie gut die Arbeit von Dr. Joe Dispenza ist, für diejenigen haben wir dann auch schon eine etwas umfangreichere Geschichte ja, zusammengepackt. Und natürlich, wer meinen Kanal kennt, ich habe für euch gekämpft und einen tollen Preis für jeweils die Pakete natürlich rausgeholt. Also seid gespannt, kommt am Freitag vorbei, schaut euch das Interview an. Ihr werdet Marina lieben. Sie ist ein super herzlicher Mensch und ihr werdet Freude dran haben. Und dann auch unbedingt ausprobieren. Ihr werdet staunen, was das mit eurem Leben macht und vor allen Dingen auch mit eurem Bankkonto. Ihr werdet Bauklötze staunen, wie man immer so schön sagt. So, jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Thema und gebe ab an Patricia. Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir die Überschriften in der Portfolioansicht anpassen können und Gesamtzahlen einfügen. Bevor wir jedoch starten, noch der Hinweis, dass dieses Video von links präsentiert wird und wir sehen uns gleich wieder. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Frage abzielt auf die oberen Überschriften hier, auf dieses Trader-Dashboard oder auf diesen unteren Bereich. Sollte es in den unteren Bereich gehen, gibt es dazu bereits ein Video, das ich euch gerne hier noch einmal verlinke. Wir widmen uns heute mal dem Trader-Dashboard hier oben. Ihr könnt diese Kennzahlen, die hier standardmäßig eingeblendet sind, ändern, indem ihr einmal auf ich muss mich mal eben ein Stück zur Seite schieben, indem ihr auf dieses kleine Werkzeug hier geht. Dann öffnet sich dieses Konfigurationsfenster. Ihr seht hier die bereits sichtbaren Kennzahlen. Wenn ihr die Titel ändern möchtet, weil euch die Namen hier zu kompliziert sind, Netto-Liquidationswert, es klingt ja auch ein bisschen umständlich und kryptisch. Wenn ihr das ändern möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr dem Ganzen ein eigenes Label gebt. Dazu markiert ihr euch die Zeile hier, sodass sie hellgrau hinterlegt ist und geht hier rechts auf Beschriftung ändern. Es ist immer standardmäßig angekreuzt, Standardlabel verwenden. Das nehmen wir in diesem Fall dann mal raus und vergeben dem Ganzen jetzt mal einen eigenen Namen. Ich möchte, dass das jetzt anstatt Netto-Liquidationswert Depotwert heißt. So, okay. Wir gehen hier einmal auf Übernehmen und okay. Und ihr seht, dass sich der Name hier geändert hat. Das könnt ihr mit jedem Namen hier machen. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euch weitere Kennzahlen hier hinzuzufügen. Dazu geht ihr auch wieder auf dieses kleine Werkzeug und
unter Kontodaten hinzufügen, habt ihr hier dann die Auswahlmöglichkeit. Wir könnten zum Beispiel mal nehmen die Kaufkraft hier unten. Das ist ja auch immer ein ganz interessanter Wert. Gehen hier auf OK. So, es scheint hier unten. Indem ihr nach oben oder nach unten bewegt, bewegt sich das hier oben dann in der Zeile nach links oder rechts. Also nach oben bewegen wäre nach links, nach unten bewegen nach rechts. So, ich bewege das mal ein bisschen so nach oben hier, sage wieder übernehmen und OK. Natürlich könnt ihr die Beschriftung auch jederzeit wieder ändern oder ganz rausnehmen. Das ist auch gar kein Problem. Gleicher Weg. So, und dann könntet ihr sagen, die Kaufkraft nehmen wir wieder raus und gehen dann hier auf Löschen. Oder ihr möchtet den Namen dann doch nochmal ändern, dann markiert ihr euch das wieder so, dass es hellgrau hinterlegt ist und geht hier auf Beschriftung ändern. So, ich storniere das jetzt mal, weil ich die Probert eigentlich ganz gut finde und gehe hier einmal wieder raus. Falls sich die Frage eher auf den unteren Portfoliobereich hier bezieht, zeige ich euch noch, wie ihr hier Überschriften einfügen könnt. Und zwar geht ihr dazu auf eine leere Zeile hier unten, geht auf die rechte Maustaste und geht hier auf Gruppenkopfzeile erstellen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Test und es wird eine Überschriftszeile erstellt. Das heißt, die ist auch so gräulich hinterlegt, sodass der TWS klar ist, dass es eine Überschrift ist und hier auch keine Zahlen oder sowas eingefügt werden. So, und jetzt könnt ihr euch im Prinzip hier die Positionen dann so reinziehen, wie ihr möchtet und euch das so sortieren, wie euch das gefällt. Und es wird dann auch immer pro Überschrift sozusagen eine Summenzeile dann gebildet. Das Ganze speichert sich übrigens automatisch, da müsst ihr nichts weiter tun. Das funktioniert genauso gut in der Watchlist, wenn ihr hier vielleicht Vergleiche machen wollt, bevor ihr euch Positionen ins Depot holt, könnt ihr euch hier eine Watchlist anlegen und das funktioniert ganz genauso. Ich hole mir mal hier irgendwie ein paar Werte eben. Nehmen wir mal hier Apple, das mal, kann ich mir am besten merken. Dann noch TSM, sind das die Taiwan Semiconductor? Ja. Normalerweise suchen wir natürlich immer nach ISIN, ne? Nicht nach dem Sticker-Symbol. Das kann auch gerne mal schief gehen. So, jetzt gehe ich hier wieder auf die rechte Maustaste, füge mir eine Gruppenkopfzeile hinzu, nenne das wieder Test. Ich bin leider etwas unkreativ, mir fällt da jetzt nichts Schöneres ein. So. Und dann entsprechend kann man sich hier die Werte dann so hinsortieren, wie man das gerne möchte. Natürlich könnt ihr euch mehrere Überschriften hinzufügen. Das Prinzip ist dann immer das gleiche. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch und wenn ihr uns ein Abo dalasst, vielleicht sogar den Thanks-Button drückt, weil es dem kleinen Kanal hilft zu wachsen. Kommentiert auch mal gerne, ob euch das Video geholfen hat. Wir freuen uns immer sehr über regen Austausch mit euch und bis bald.